Hallo, mein Name ist Andrea Strohriegel. Ich kann heute leider aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Ort dabei sein. ME/CFS ist leider eine Krankheit, die einen oft einen Strich durch die Rechnung macht, was Pläne anbelangt. Aber ich hoffe, mit diesem kurzen Video kann ich einen kleinen Beitrag leisten. Und zwar wollte ich heute ein paar Worte zum Thema Community und Aktivismus mit euch teilen. Und was kann man eigentlich als Gemeinschaft bewegen? Und kurz noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Andrea Strohriegel, ich bin ehemalige Lehrerin und selbst betroffen von ME/CFS und konnte auch meinen Beruf wegen dieser Erkrankung nicht mehr ausüben. Und seit 2019, kurz nach meiner Diagnose, habe ich auch angefangen, öffentlich über das Thema zu schreiben. Einerseits, um es selbst für mich zu verarbeiten und um auch andere Menschen zu finden und mich zu vernetzen, die auch dieselben Erfahrungen haben, weil ich in meinem echten Leben sonst niemanden kannte und mich sehr einsam damit gefühlt habe. Und auch, weil ich einfach Aufmerksamkeit zu dem Thema schaffen wollte, weil auch niemand dieses Thema wirklich gekannt hat. In meinem Bekanntenkreis auch viele Ärzte und Ärztinnen kannten es nicht. Und ich hatte einfach ein Bedürfnis, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Und seit 2019 bin ich auch ehrenamtlich bei der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS tätig. Und seit 2021 arbeite ich Teilzeit beim Österreichischen Behindertenrat in der Abteilung der Öffentlichkeitsarbeit. Und ich blogge unter dem Namen Rea Strawhill. Man findet mich auf Instagram, auf meiner Homepage. Könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt. Und einsteigen möchte ich gleich zu dem Punkt Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ist so ein großes Stichwort, aber so ein unglaublich wichtiges Thema, weil Sichtbarkeit schafft Bewusstsein. Das, was in unserer Gesellschaft nicht sichtbar ist, dafür haben wir kein Bewusstsein und dafür finden wir dann auch keine Lösungen. Und deswegen ist Sichtbarkeit so unendlich wichtig. Es ist aber schwierig, Sichtbarkeit zu schaffen für Themen, die so wenig Beachtung finden, und es erfordert auch viel Mut, wenn Betroffene gerade bei einer Erkrankung, die sehr stigmatisiert ist, Bewusstsein für ein Thema schaffen wollen. Viele werden auch entmutigt, öffentlich über solche Themen zu sprechen, weil das sind Tabuthemen, darüber spricht man nicht. Und was ist, wenn zum Beispiel mal ein zukünftiger Arbeitgeber davon erfährt? Also aufgrund all dieser Vorurteile, die herrschen, werden Menschen mit chronischen Krankheiten immer noch wirklich diskriminiert und werden deshalb auch oft entmutigt, öffentlich wirklich dazuzustehen. Deshalb ist es oft dieser Schritt sehr schwierig, aber gegenseitige Unterstützung hilft, diesen Schritt zu gehen. Je mehr wir uns da gegenseitig unterstützen, desto besser schaffen wir es, Schritt für Schritt gegen diese Vorurteile anzukämpfen und diese Sichtbarkeit zu schaffen. Der nächste große Punkt ist die sogenannte Allyship, also MitstreiterInnen zu diesem Thema, die nicht selbst betroffen sind. Das ist ganz, ganz extrem wichtig, weil gerade als Betroffene von einer Erkrankung schaffen wir es oft kräftemäßig nicht, so viel zu tun, um diese Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu schaffen. Und da ist die Unterstützung von den sogenannten Allies ganz, ganz, ganz zentral und wichtig. Und wie kann man nun ein guter Ally sein? Meiner Erfahrung nach ist es einmal wichtig, zunächst zuzuhören, wenn das Menschen aus der Familie sind, aus dem Freundeskreis sind. Da ist es ganz, ganz wichtig, einmal einfach der Person zuzuhören und nicht zu urteilen und nicht jetzt vielleicht mit Ratschlägen daherzukommen, die vielleicht lieb gemein sind, aber das oft eher in Richtung toxische Positivität geht. Steigere dich nicht so rein, es ist schon nicht so schlimm, schaust eh gut aus, sondern eher der betroffenen Person zuhören, das ernst nehmen, was die Person sagt, und im nächsten Schritt auch sich selbst informieren, selbst ein bisschen recherchieren zum Thema. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Freunde oder bekannte Familienmitglieder sagen, hey, ich habe da ein bisschen was selbst recherchiert zum Thema und mich da ein bisschen informiert. Ich kann dich jetzt ein bisschen besser verstehen oder ich weiß jetzt ein bisschen besser, wie ich dich unterstützen kann. Grundsätzlich ist es auch sehr individuell, also die Personen auch offen fragen, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich dir gut zur Seite stehen, und einfach auch zeigen durch Taten, dass man da ist für diese Person, sei es jetzt im Individuellen zum Beispiel, kann ich einen Einkauf für dich erledigen, kann ich dich mit dem Auto wohin bringen zu einem Termin, kann ich dich wohin begleiten, oder auch im größeren Rahmen, wie kann ich euren Verein unterstützen, wie kann ich euch bei einer Aktion unterstützen, kann ich an irgendeine Organisation spenden, was kann ich sozusagen global gesehen tun. Und das Wichtigste, einfach da sein für die Person. Viele chronisch kranke Menschen verlieren viele Freundschaften und vereinsamen sehr einfach, weil sie oft ihr Haus
längere Zeit nicht verlassen können. Also diese Einsamkeit wird auch oft für Betroffene wirklich auch zur psychischen Belastung. Also seid für diese Personen da, auch wenn es nur mal hin und wieder ein Telefonat ist oder mal mit der Person zu schreiben, was auch immer die Kraft gerade zulässt. Aber zeigt, dass ihr da seid und die Person nicht im Stich lässt. Das nächste große und wichtige Thema ist die Vernetzung. Vernetzung ist wirklich ein Schlüssel, einerseits um unsere Kräfte zu bündeln, andererseits um auch uns gegenseitig zu ermutigen und zu zeigen, man ist nicht allein damit. Das hat mir am Anfang der Erkrankung auch sehr, sehr viel Kraft gegeben, andere Betroffene kennenzulernen, auch wenn es nur online war. Aber dass man sieht, man ist damit nicht alleine und es gibt auch viele andere. Das kann eine unglaubliche Kraft auch geben, dass man weiß, man ist da nicht alleine damit. Und diese Community zu finden, das schafft viel gegenseitige Unterstützung, gegenseitiges Empowerment. Man kann das Wissen untereinander teilen, Tipps untereinander teilen und so weiter. Also das ist meiner Meinung nach eine große Ressource, diese Vernetzung in der Community. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass dies keine Einzelschicksale sind, sondern dass das wirklich systematische Probleme sind. Und systematische Probleme müssen auch systematisch gelöst werden. Und hier ist auch eine Vernetzung ein großer Schlüssel, zum Beispiel die Vernetzung verschiedener Organisationen untereinander, die Bündelung unserer Ressourcen und unserer Kräfte, die wir haben und Kompetenzen, die wir haben. Und auch die Unterstützung eben von Angehörigen und Allies, dass wir als Betroffene diesen Weg nicht ganz allein gehen, dass wir Unterstützungen haben, zum Beispiel Aktionen zu starten. Das wäre für Betroffene alleine gar nicht möglich, weil oft die Kraft einfach nicht ausreicht. Aber durch die Unterstützung von anderen, von Angehörigen, wird vieles möglich. Wichtig ist es hier auch immer, dass man am Ball bleibt, denn Veränderung erfordert Geduld und Beharrlichkeit, dass man nicht aufgibt. Und dass man sich gegenseitig auch immer wieder ermutigt, weil dieser Kampf ist ein langer Kampf, es ist ein Marathon und kein Sprint. Und das erfordert einfach viel, viel Kraft zu sagen, ich gebe nicht auf und ich bleibe dran. Und diese Aufmerksamkeit, die wir schaffen können durch Aktionen, sei es online oder offline, das ist beides wichtig. Online-Communities sind für Betroffene einfach ganz, ganz wichtig und das hat auch einen hohen Stellenwert. Und genauso braucht es aber auch oft Aktionen, die vor Ort wo stattfinden. Zum Beispiel die Demonstration am 12. Mai, die stattgefunden hat, organisiert von der ÖG MECFS, was ohne die Unterstützung von vielen Allies und Mitstreitern und Angehörigen nie möglich gewesen wäre. Aber dadurch konnten wir wirklich ein starkes Zeichen setzen. Und wenn man am Ball bleibt, dann trägt das irgendwann auch Früchte. Heuer war ein wirklich erfolgreiches Jahr, wenn man die Medienpräsenz bedenkt. Es gab, glaube ich, noch in keinem Jahr so viele Artikel zum Thema MECFS, wie das dieses Jahr der Fall war. Und Medienbeiträge, Fernsehberichte. Die Resonanz war wirklich groß, auch um den 12. Mai herum. Und all das wäre nicht möglich, wenn es nicht so viele Leute geben würde, die am Ball bleiben, die dranbleiben, so viele Allies und MitstreiterInnen, die uns da wirklich unterstützen. Und durch diese Sichtbarkeit, die da geschaffen wird und das Bewusstsein, ist es auch möglich, dass langfristig Veränderung passieren kann. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte sagen zur Österreichischen Gesellschaft für MECFS. Man findet uns unter www.mecfs.at. Und wir sind eine PatientInnenorganisation aus Betroffenen und Angehörigen. Die 4 Säulen sozusagen der ÖG MECFS sind einerseits die Information und Unterstützung. Wir haben zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, wo sich Betroffene untereinander austauschen können. Dann gibt es die Öffentlichkeitsarbeit, die Organisation von Aktionen und so weiter, um Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen. Dann die Organisation von Fortbildungen und Unterstützung von Forschungsprojekten und als ganz wichtiger Punkt auch die politische Arbeit, um wirklich langfristige Verbesserung zu erreichen. Zum Beispiel wurde dieses Jahr unsere Petition in den Gesundheitsausschuss übernommen als Entschließungsantrag und das wäre ohne diese Unterstützung von wirklich Tausenden Unterschriften nie möglich gewesen. Also ohne den Zusammenhalt vieler wäre vieles gar nicht so entstanden, wie es entstehen konnte. Und für diese Unterstützung sind wir unglaublich dankbar. Wie kann man unsere Arbeit unterstützen? Die ÖG MECFS wird durch Spenden finanziert, das heißt, unsere Arbeit wird durch Spenden erst ermöglicht.
Spenden kann man zum Beispiel auf unserer Homepage. Wer mehr noch zur ÖG MECFS erfahren möchte, es gibt auch Flyer heute, die zur freien Entnahme da sind. Und wir sind unglaublich dankbar für jeden Betrag, der geleistet wird, weil wirklich jeder Cent hilft uns unglaublich viel weiter. Und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar für jegliche Unterstützung, die wir bekommen. Also vielen Dank auch für diese tolle Veranstaltung, für diese Organisation im Künstlerhaus. Danke an alle Beteiligten, die heute hier dabei sind. Und vielen Dank auch ans Black Ferg Studio fürs Möglichmachen dieser Veranstaltung und alle, die heute mitgeholfen haben, einen Beitrag geleistet haben. Und danke fürs Zuhören.